Moin, wir sind Kira und Michi. Folge uns auf unserer Fahrradweltreise um die Welt. In dieser Folge geht's mit vielen Reparaturen über die grüne Insel Irland. Unsere Fahrradweltreise begann am 2. Juni 2024 in Emden, Ostfriesland. Seitdem rollten wir durch die Benelux-Staaten, setzten in Dunkerque mit der Fähre nach Dover über und zogen im Zickzack durch England bis ganz nach oben, nach Schottland. Wir umrundeten das Land fast komplett, bevor uns eine Schnellfähre von den Inneren Hebriden nach Nordirland brachte. Und genau hier beginnt Kapitel 5 unserer Reise: Nordirland und Irland. Ein Kapitel voller Landschaft, Begegnungen und Reparaturen. Zurück zur Route. Der Giant's Causeway liegt hinter uns. Wir folgen der wilden Westküste Irlands mit kleinen Schlenkern durchs Landesinnere. In Sligo legen wir eine Woche Pause ein. Unsere Drahtesel brauchen Pflege. Danach geht es weiter, durch Regen, Nationalparks und über den Ring of Kerry. Als das nächste Lager knackt, müssen wir auf den Zug umsteigen und setzen über nach Wales. Willkommen auf der grünen Insel Irland, wo uns in Nordirland direkt das erste Highlight empfängt. Der Giant's Causeway, laut Legende von Riese Fionn gebaut, um einen schottischen Rivalen gegenüberzutreten. Als dieser Fionn für übermächtig hielt, floh er und zerstörte den Damm beim Rückzug. In Wirklichkeit formte Lava die fast perfekten Basaltsäulen, sechseckig, schwarz und wie von Riesenhand gesetzt. Doch uns beschäftigte auch der Alltag auf Radreise. Oh nein, die Bremsbeläge von eben müssen schon wieder gewechselt werden. Hierfür lösen wir die Bremse und hebeln den Sicherungsstift raus. Entfernen den abgenutzten Bremsbelag, schieben den neuen ein und nicht vergessen, den Sicherungsstift wieder einsetzen und die Bremse festziehen. Mit neu gewonnener Sicherheit geht es der nordischen Geschichte auf die Spur. Hoch oben auf den Klippen liegt Dunluce Castle, eine Ruine, die sich dramatisch gegen den Atlantik stemmt und Schauplatz von Machtkämpfen, Stürmen und Legenden war. Da würde ich durch unsere neue Residenz führen. Ja, okay, hier hoch. Da hoch, ja. Nur ein paar Kilometer weiter das Gelände des Downhill Domain. Ja, mach dann mal symbolisch die Tür auf, ne? Oh, sehr schön, danke. Wollen wir in die Bücherei gehen? Oder erstmal in den Dining Room? Oh, den hab ich schon gesehen. Das ist der Dining Room. Ich finde, die Fenster sind ein bisschen zugig. Oh, heute geht's. Aber der Ausblick ist fantastisch. Der Ausblick ist in der Tat ganz schön. Ja, dann gehen wir raus in den Wintergarten. Schnuckedudu. Viel ist vom einzigen Landsitz nicht geblieben. Das Herrliche ist, es zeigt halt auch wieder, wie vergänglich alles ist, ne? Da hast du hier Geld und Pracht. Und jetzt laufen hier so 2 Radler durch. Aber muss schon prächtig gewesen sein. Genau, da unten, das ist jetzt der kleine Tempel. Der Marcellan-Tempel, erbaut als Bibliothek, inspiriert von einem römischen Tempel. Der Erbauer wollte den Originaltempel aus Italien importieren, doch der Papst lehnte ab. Also ließ er ihn einfach nachbauen, mit Blick auf die nordatlantische Küste. Traumhaft schön, oder? Die Zeit in Nordirland war kurz, aber intensiv. Nun zieht es uns weiter. Dann geht's mit der Fähre rüber nach Greencastle in der Republik von Irland. Ja. Zurück in die EU. Ja, zurück in der EU. Noch nicht ganz. In Irland dauert es nicht lang und wir sitzen am Küchentisch fremder Menschen. Gastfreundschaft, ganz still und selbstverständlich. Kurz darauf meldet sich Emil, die Felge macht schlapp. Aber eine rettende Werkstatt ist erstmal nicht in Sicht. Mit nur einer Bremse bei Emil und einem kaputten Mantel seit Schottland bei Elias geht es weiter. Weiter durch die grüne Natur Irlands. So, mit kaputten Felgen bei Kira, also Emil, geht's jetzt auf Richtung Wasser. Wirklich offener Atlantik. Das erste Mal, so richtig. Und
Ja, bei mir muss der Mantel neu gemacht werden. Wir werden uns dann in Sligo ein paar Tage einquartieren. Vorher fahren wir noch in Donegal vorbei. Oder Donegal. Und von Conti haben wir eine Antwort. Perfekt. Und wir haben eine Einladung bekommen. Gerade zu Peter nach Hause. Rennradfahrer haben gerade neben uns gehalten, weil wir eine E-Mail an Conti geschrieben haben. Und ja, mega gut, richtig gut. Hätten wir nicht gedacht, Conti schickt uns vielleicht kostenfrei aus Deutschland die Reifen zu. Das wäre ein Träumchen. Jetzt müssen wir nur noch umspeichen, üben und einen Nabendynamo bekommen. Aber ansonsten, was will man mehr als das hier, hä? Gerade fasziniert von Irland. Wunderschön. Jetzt sind wir wieder am Wasser. Haben heute so ein bisschen einen Sprint hinter uns. Die halbe Autobahn haben wir jetzt mal nicht gefilmt. Und ja, gleich kommen wir noch zu Peter. Wahrscheinlich, den werden wir jetzt dann mal irgendwann mal anrufen. In ein paar Kilometer. Und dann schauen wir mal, ob daraus was wird. Ansonsten geht es wahrscheinlich an den Strand. Nach 100 Kilometern erreichen wir Mullaghmore in der Abendstimmung und werden von Peter und seiner Frau empfangen. Ohne Kamera. Aber mit viel Herzlichkeit dürfen wir bleiben. Echt traumhaft hier. Ist das nicht ein herrlicher Tag? Ja, und wir spazieren hier so ein bisschen durch die Gegend und machen etwas, was wir schon lange eigentlich machen wollten. Abgesehen von einfach mal ein bisschen spazieren gehen, auch Müll sammeln. Und hier in Irland ist es tatsächlich ja, ganz okay, ein bisschen weniger als insbesondere in England, Südengland. Da ist richtig viel Müll rumgelegen. Aber warum nicht auch einfach hier, wenn man mal so ein bisschen Zeit hat, einfach mal links, rechts gucken und das mitnehmen, was einen halt gerade auch anspringt. Weil alles, was man halt so dabei hat, oder aufhebt, besser gesagt, schadet ja nicht. Also auch wenn man 3 Sachen übersieht, ist es besser als alles zu übersehen. Da ist wieder was. Nämlich ein bisschen Müll. Während die Ersatzteile aus Deutschland unterwegs sind, sammeln wir Müll und springen ins Meer. Doch auch gutes Essen und die Arbeit kommen nicht zu kurz. Auf geht's! Ja, nach Strandhill. Nach ein paar wirklich wunderschönen Tagen ja, hier in Mullaghmore. War toll. War echt gut. Und ein riesiges Vertrauen, was wir entgegenbekommen haben. Aber wir haben das Haus nicht abgebrannt. Nee. Gut, machen wir uns auf. Denn unsere Ersatzteile kommen morgen an. Und so radeln wir glücklich Strandhill entgegen. Knacker. Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? Aber wir bekommen das hin. Und so speichen wir Emils neue Felgen um. Nach Stunden der Arbeit komplett frei. Geschafft. Nur noch die Schläuche und neuen Mäntel aufziehen. Dann geht es zur wohlverdienten Pause an den Strand. Unser Jubiläum an Tag 100 beginnt mit Tortenfrühstück, einer heißen Schokolade und einem Wettkampf. Michi gegen Vogel. Das Duell. Wir schauen uns gerade ganz gut in. Wuhu! Downhill mit Rückenwind! Yay! Die Cade Field, ein 5000 Jahre altes Netz aus Steinmauern, Häusern, Gräbern, verborgen unter Moor. Nach der Führung lädt uns ein älterer Herr spontan auf Kaffee und Kuchen ein. Plötzlich gesellt sich der Sohn von Patrick Caulfield, dem Entdecker der Felder, Dr. Seamus Caulfield, zu uns. Geschichte trifft Gastfreundschaft, direkt am Felsen, mitten in Irlands Wind und Weite.
Radio. Gott, aber da müssen wir jetzt durch. Das ist immer, sieht schön aus, aber macht Sorgen. Und so sind wir im Waldneffen National Park angekommen. Cool! Wieder was geschafft. Weiter geht's Richtung Süden, aber jetzt erstmal durch den Park durch. Weil die Vorderradnabe ist immer noch defekt und hier sieht man, ich kann ihn ziemlich frei bewegen. Und enger stellen kann ich ihn nicht mehr. Kommt jetzt mittlerweile schon auf beiden Seiten das Fett aus dem Lager raus. Das heißt, wahrscheinlich ist das gegenüberliegende Lager mittlerweile auch kaputt. Wird spannend. Aber mal gucken. Wir kriegen das schon hin. Waldneffen Nationalpark kann man nur empfehlen. Ist schön. Ja, ihr mögt. Ein wunderschöner Radweg, aber den wir hier haben. Auf dem Weg von Newport nach Westport. Und in Westport gibt es einen... Lidl. Wir singen das Lied. Ach Gott. Das Lidl-Lied komponierten wir 2022 aus Langeweile auf unserer Nordkap-Tour in Finnland. Seitdem begleitet es uns bei jedem Lidl. Wollen wir schon von Ländern in ferner Zukunft über Japan und Thailand. Müssen wir erstmal den Hügel da hoch. Darf man das schon Berg nennen? Ja, das sind schon Berge. Oder? Also für mich sind das Berge. Doch, ich glaube der Höhenunterschied in dem Fall, das ist ein Berg. Die Schnuckel. Dann kommt man auf den Schlafplatz. Der Ausflug wird Wahnsinn. Einfach echt. Sich richtig gelohnt. Ich sehe da ehrlicherweise nicht mal eine Straße. Und da sollen wir jetzt angeblich langfahren und auf der anderen Seite zurück. Ich sehe da nichts. Naja, mal schauen. Doch wir finden eine Straße und atemberaubende Natur. Echt wild heute. Regen, kalt, Wind. Keine gute Kombi. Und wir versuchen, so einen kleinen Strand zu erreichen. Keine Ahnung, was wir schaffen. Ich denke dann insgesamt heute wieder 100 Dreh. Das sind auch noch klar. Das sind noch viele. Und wir haben schon 7 Kilometer durch. Das wird wild. Durchnässt und erschöpft erreichen wir den Strand in den späten Abendstunden. Sofort bauen wir das schützende Zelt auf. Doch motivieren können wir uns heute nicht mehr. Unsere Laune passt sich auch am nächsten Tag dem Himmel an. Wir sind still und kämpfen mit unseren eigenen Gedanken. Lässt sich schalten. Dann bessert sich das Wetter und damit auch die Laune. Kurz vor den Cliffs of Moher müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder hoch, damit wir auch einen schönen Blick haben. Ja, Elias macht immer noch Faxen und hat selber, glaube ich, so langsam die Faxendicke. Wir haben jetzt mal Sohn angeschrieben, heute ist Sonntag. Mal gucken, ob die uns bis morgen antworten. Ansonsten wird es einfach wahrscheinlich ein Vorderrad ohne Nabendynamo werden. Die Cliffs of Moher, Irlands bekannteste Steilküste, über 8 Kilometer lang, mehr als 200 Meter hoch. Wir fühlen uns am Rande der Klippen klein, aber lebendig. Wunderschön, aber es ist auch noch kalt. Boah, aber bei 30 ist mein Fahrrad jetzt schon am Ausrasten. Ja.
Zum Glück meldet sich Sohn und wir bestellen inmitten atemberaubender Natur ein neues Vorderrad für Elias. Eine Firma in Großbritannien kann das Laufrad liefern. Jedoch wären die Versandkosten nach Irland so hoch, dass wir uns entscheiden, das Rad nach Wales an einen Host von Welcome to My Garden zu schicken. So fahren wir erstmal weiter, dem Sonnenuntergang entgegen. Wir sind in Irlands Herz Kerry angekommen und die Sonne lacht uns wieder für eine Woche. Da hinten haben wir geschlafen. Die Sorgen um Elias Vorderrad versuchen wir in der malerischen Kulisse beiseite zu schieben und genießen das schöne Wetter. Es stehen 2 Pässe an. Zuerst der Belashin-Pass, rund 5 Kilometer lang und mit bis zu 315 Metern Höhe, führt uns durch die westliche Seite der Iveragh Peninsula bei bis zu 12% Steigung, aber landschaftlich spektakulär. Doch das Schleifen und Wackeln führen uns die Probleme immer wieder vor Augen. Wie lange wird es noch gut gehen? Und da geht's jetzt durch. Schaffen wir schon. Ja. Durch ist immer besser als drüber. Manchmal ist es anstrengend. Kurz darauf erwartet uns der Bellefarmer Gap. Eine enge, 16 Kilometer lange, kaum befahrene Bergstraße durch karge Hügel mit spektakulären Ausblicken und hohem Anspruch. Und mittendrin Michi, der sich mit einem defekten Vorderrad weiterschleppt. Ein echter Balanceakt zwischen Willen und Weg. Und dann geht plötzlich nichts mehr. Die Kugeln im Lager verschwunden. Nach langer Diskussion mit dem Fahrer nimmt uns der Bus zum Bahnhof mit. Wir haben es nach Dublin geschafft. Wuhu! Im Zug und weiter geht's. Irlands lebendige Hauptstadt. Am Wegesrand das Guinness Storehouse. Hier wird seit 1759 das berühmte dunkle Bier gebraut. Zwischen georgianischen Fassaden, viel Verkehr und Kopfsteinpflaster rollen wir durch die Straßen unserer zweiten Zugfahrt entgegen. Die Landschaft zieht an uns vorbei und wir blicken aus dem Zugfenster hinaus. Tief in Gedanken. Es sind nur ein paar Stahlkugeln, ein kleines Lager, das aufgibt. Doch fehlt es, bringt es alles ins Wanken. Wie lange halten unsere Räder noch? Wie oft wird uns unterwegs etwas zerbrechen? Material, Pläne, Mut? Auch wenn es manchmal holpert, knackt oder knirscht, es geht immer weiter, weil die Richtung stimmt. Mitten in der Nacht verlassen wir Irland und fahren die letzten Kilometer voller Sorge zu unserem Host Sarah. Das ist nicht mehr gut. Es reibt nur noch und wenn man lenkt, fährt das Rad geradeaus weiter. Doch unsere Sorgen haben ein schnelles Ende. So sollte das nicht sein. Da das gesamte Vorderrad geliefert wurde, müssen wir dieses nur noch einbauen. Die Bremsscheibe wird von dem alten Laufrad gelöst und auf das neue gesetzt. Das Felgenband wird erneuert und der Mantel aufgezogen. Dann heißt es nur noch aufpumpen und testen. So soll es aussehen. Es läuft wieder. Und wir haben Licht. Oh, einfach so gut. So haben wir Irland verlassen und sind wieder in Großbritannien angekommen. Grüne Hügel, graue Klippen, das Glitzern des Meeres liegen hinter uns. Wochenlang sind wir durch Wind und Regen, aber auch Sonnenschein geradelt. Vorbei an stillen Mooren, über wilde Pässe und vergangene Geschichte. Wir wurden eingeladen, aufgehalten, weitergeschickt. Tschüss, Irland. Wir werden deine Weite, deine Wärme und das wechselhafte Wetter nicht vergessen. Im Süden von Großbritannien empfangen uns grüne Hecken, wunderschöne britische Städte und der wohl berühmteste Steinkreis der Welt. Doch Routine schleicht sich ein. Wird uns das Heimweh einholen? Welche Herausforderungen gilt es diesmal zu meistern? Wir wissen es nicht, doch radeln dem Südosten weiter entgegen.